English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein wunderhübscher Teppichpython, in dem Fall Farbvariante Karamell. Also das ist im Prinzip ein Karamell Jungle Carpet. Der Jungle bringt das Gelb, das Karamell, ein bisschen die Karamellfarbe, das zusammen gemischt, kommt dieser wunderschöne Teppichpython raus. Das Tolle ist auch eigentlich, umso größer die werden, umso schöner, intensiver wird Farbe und Zeichnung bei denen. Hat jetzt gerade frisch gefressen. Ich hoffe, ich ärgere den jetzt nicht zu arg. Ja, das ist heute mein Intro-Tierchen für euch. Oh, jetzt frisst er auch mich noch. Also dann habt ihr wenigstens gleich was zum Gucken. Der hat noch immer Hunger. Also mein Intro-Tierchen, ein hungriger Karamell-Teppichpython, wunderhübsches Tier. Und deswegen mein Intro-Tierchen. Nochmal kurz zurück zu meinem Intro-Tierchen. Ihr werdet sagen, macht man natürlich nicht. Ein Tier, das gerade gefressen hat, nimmt man nicht raus. Habt ihr absolut recht. Schön blöd, und dafür hat er mich auch zweimal gebissen. Schön doof von mir. Habe ich was gelernt, beziehungsweise muss ich ja wissen. Das Thema heute, wir haben aufgerufen Reptilien ABC. Mittlerweile sind wir schon beim H. Es kam wieder tolle Beteiligung von euch, war wirklich interessant, spannend. Wir hatten relativ oft Hakennasennattern. Da haben wir schon eine Folge drüber gemacht, blenden wir unten ein, über die Hakennasennattern. Da habe ich aber nochmal auch was im Petto. Da möchte ich zu einer der größten Hakennasenzuchten weltweit gehen dieses Jahr. Hoffen wir, dass wir da einen tollen Film machen können. Das steht noch auf der Agenda. Dann habt ihr H wie Heloderma, ne, die Krustenechsen. Auch das nehmen wir nicht, weil wir das schon im Kasten haben. Die Folge wird, entweder kommt die demnächst oder kam jetzt schon, je nachdem wann die jetzt rauskommt. Also fällt das Heloderma auch weg. Und dann war relativ viel heimische Reptilien. Das fand ich eine tolle Idee, die heimischen Reptilien. Und deswegen machen wir das heute, die heimischen Reptilien. Klar, was ihr natürlich nicht machen dürft und wo ich euch abrate, beziehungsweise auch bitte, was ihr nicht machen sollt, raus in die Natur gehen, irgendwelche einheimischen Lazerten fangen und in euer Terrarium sperren. Also lasst die da, wo sie sind, da sind sie gut. Aber mittlerweile werden ja viele tolle einheimische Arten gezüchtet. Bei den Echsen sind es eben vor allem die Lazerten, die in Europa oder auch in Deutschland heimisch sind. Ne? Hier in meiner rechten Hand ist Timon lepidus, das ist die Perleidechse, eine der größten Lazerten, by the way, von dem her vielleicht auch ein schönes Terrarientier. Ist keine deutsche Art, aber zumindest umliegendes Europa findet sich die Perleidechse, tolles Terrarientier. Dann einheimisch in dem Fall sogar die Smaragdeidechse, Lacerta bilineata, beziehungsweise Lacerta viridis, grün, immer der Klassiker in der Terraristik, als einheimische Lazertenart. Ich würde sagen, das sind so die zwei einheimischen Echsen, die in der Terraristik die größte Rolle spielen. Mittlerweile wirklich viel gut, natürlich legal gezüchtet werden, erhältlich sind über den Handel, über irgendwelche Züchter, und wirklich tolle Terrarien, Echsen, wer sich ein bisschen auf die eher heimischen Arten fokussieren will. Dann haben wir natürlich die europäischen Schildkröten, ne, ganzen Testudos, in dem Fall hier, das ist jetzt Hermanni böttgeri, Hermanni, Testudo graeca, ne, die maurische, Maginata, die Breitrand. Alles keine Deutschen, da sind wir in Deutschland leider zu kalt dafür, dass die hier in der Natur so leben, vorkommen. Was wir mittlerweile, glaube ich, wieder haben, sind die Sumpfschildkröten, Emis orbicularis. Da gibt es schon Populationen in Deutschland. Allerdings, also in Anführungsstrich allerdings eine Sumpfschildkröte. Ich glaube, die klassischen Landschildkröten sind als Terrarientier noch verbreiteter oder beliebter. Aber das wäre so der Schildkrötenpart an den europäischen bzw. heimischen Reptilien.
Dann haben wir die einheimischen Schlangen oder Nattern jetzt in dem Fall. Habe ich euch leider nichts in der Hand, was ich euch zeigen kann, müssen wir Fotos einblenden. Die imposanteste, weil größte und vielleicht auch schönste einheimische Natter ist die Aesculap-Natter, Zamenis longissima. Früher hieß sie Lave, jetzt heißt sie Zamenis longissimus. Ist bestimmt die, wie gesagt, imposanteste deutsche Natter, die man hier in Deutschland findet. Für die Terroristik bestimmt auch toll geeignet. Tolles Terrarientier, vom Füttern, vom Fressen her problemlos. Wird auch relativ viel gezüchtet, ist als Nachzucht mittlerweile regelmäßig erhältlich. Dann haben wir natürlich noch die Ringelnatter, ich denke die verbreiteste Schlange in Deutschland, Natrix natrix. Für die Terroristik vielleicht eher ein bisschen bedingt geeignet, weil sie vom Fressen her doch wieder ein wenig spezialisierter ist, mit Fische oder gar Amphibien als Futter. Dann haben wir noch die Schlingnatter, Coronella austriaca. Für die Terroristik denke ich auch eher weniger geeignet, ist auch ein Nahrungsspezialist, lässt sich eigentlich nicht an Mäuse gewöhnen, sondern ernährt sich von Amphibien oder gar von anderen Echsen, Eidechsen, was für die Terroristik ja relativ unpraktisch ist. Das sind so die einheimischen Schlangen, die wir hier haben. Wie gesagt, ich würde sagen, die Aesculap für die Terroristik die interessanteste. Und dann haben wir natürlich noch die einheimischen Giftschlangen, die Kreuzotter Vipera berus und die Aspis-Viper, Vipera aspis. Giftschlangenhaltung, glaube ich, nur den sehr wenigsten vorbehalten, nur wirklich in erfahrenste Hände, auch wenn die Deutschen oder die einheimischen Giftschlangen nicht als so extrem giftig gelten. Das Gift reicht trotzdem aus, euch ins Krankenhaus zu befördern. Deswegen würde ich euch raten, lasst da die Finger eher davon weg. Das war jetzt mal ein Schnellüberblick über die deutschen heimischen Reptilienarten. Ich glaube, wenn wir heimische Arten halten, macht es auch wirklich Sinn, wenn man sie im Freiland hält. Also klar, bedingt, oder es gibt bestimmt auch einige von euch, die als Terrarientier in der Wohnung haben. Aber am tollsten wäre es wirklich, denke ich, wenn wir die heimischen Arten im Freiland halten. Das ist auch möglich. Gutes Beispiel Reptilium Landau, wo wir gefilmt haben im letzten Jahr. Können wir bestimmt ein paar Bilder einblenden, wie die im Freiland die heimischen Reptilien halten. Oder auch der Jörg mit seinen Schildkröten, der auch zumindest die meiste Zeit vom Jahr viele Schildkröten im Freiland hält, wo wir auch tolle Aufnahmen gemacht haben. Wichtig ist natürlich, denen eine gute Behausung zu bieten, also die einfach in den Garten zu geben, freizulassen, macht wenig Sinn. Ich habe bei mir hier einen relativ großen Teich oder Weiher auf dem Grundstück. Da habe ich mal probiert, vor vielen Jahren Ringelnattern anzusiedeln, die ich, by the way, legal erworben habe. Die sind alle abgehauen, die waren schnell weg. Hat wohl keinen Sinn gemacht. Also wenn man das macht, muss man denen eine entsprechende Umzäunung oder ein entsprechendes Käfig machen. Mit natürlich sehr glatten Wänden, dass die nicht rausklettern können. Also sei es die Lazerten, die ja auch an der Steinwand locker hoch können. Auch die Schlangen sind super Kletterer. Also wenn ihr so eine gemauerte Wand habt, haut euch auch jede Schlange da drin ab. Also das heißt, ihr müsst die Wände entweder extrem glatt machen oder ihr müsst es oben zudecken, ne? Also oben verschließen mit in dem Fall natürlich irgendwas, wo das Licht durchlässt, also irgend so ein Draht, ein Gitterdraht, ne, ein Drahtgeflecht, wo er es oben zumacht, vielleicht auch gegen irgendwelche Vögel oder Feinde. Beziehungsweise was sich auch als Umzäunung super eignet, ist so Wellblech. Ne? Also ich habe das vor vielen Jahren in El Salvador, dadurch kam ich auf die Idee, die ganzen Leguan-Farmen, oder nicht die ganzen, aber viele Leguan-Farmen machen das mit so Wellblech, das einfach in den Boden entsprechend tief eingegraben wird. Das Metall ist so glatt, da kommt keine Echse hoch, kommt auch keine Schlange dran hoch ab einer bestimmten Höhe. Das ist sicher eine gute Möglichkeit, um das als Umzäunung zu nehmen. Entsprechend tief eingraben.
Das Ganze sollte natürlich nach Süden ausgerichtet sein, ne? Also bei unseren Breiten müssen wir uns auch bewusst sein, nicht jeder von uns wohnt irgendwie am Niederrhein oder irgendwas, so in den, oder Rust, ich glaube Rust in Südbaden ist, glaube ich, so einer der wärmsten Orte Deutschlands. Da wohnen wir leider alle nicht, mich eingeschlossen. Also wenn man die Reptilien im Freiland hält, muss man gucken, dass man irgendwie die Temperatur noch etwas verbessern kann, ne? Und die kann man durch gewisse Tricks verbessern, ne? Natürlich ganz klar eine Ausrichtung nach Süden, dass die Sonne schön einfallen kann. Dann diese Umzäunung, von der ich gerade gesprochen habe, die hält natürlich auch einen Haufen Wind ab, was auch eine unheimliche Rolle spielt für ein Mikroklima, ne? Die kann das Mikroklima deutlich erhöhen, wenn der Wind nicht durchpfeift. Und was auch ein guter Trick ist, der Bert Langenwerft, viele von euch kennen den vielleicht noch, vor allem als Theo-Züchter, der hat in der USA, in Alabama, hat der alle Tiere im Freiland gezüchtet, vor allem Theos, aber zum Beispiel auch die Perleidechsen hat er gezüchtet. Der hatte sich wegen so spezialisiert auf die Arten, die man ganzes Jahr im Freien halten kann. Und er ist hingegangen und hat seine Käfige ziemlich weit in die Erde runtergegraben, ne? Also wenn wir auf der Grasnarbehöhe sind, müssen wir uns bewusst sein, im Winter haben wir Frost, da friert das alles durch. Und umso tiefer ich nach unten gehe, umso mehr komme ich in die frostfreie Zone, ne? Also wenn ich das alles einen halben Meter oder gar einen Dreiviertelmeter nach unten eingrabe, nach Süden ausrichte, kann ich durch die Tiefe von dem Terrarium noch mal einiges an Grad gut machen. Da müsste man mal ausmessen, wie viel, aber das macht unheimlich oder macht wirklich sehr, sehr viel aus. Ich hatte es auch vor einigen Jahren bei mir im Garten mal probiert, bei einem Gewächshaus, das ich tiefer gemacht habe. Also das wirkt sich auch unheimlich positiv aufs Klima aus. Ja, lange Rede. So denke ich, kann man die einheimischen Arten toll halten, kann man sie sogar vermehren, kann man sie züchten. Freilandhaltung. Interessant oder wäre für mich mal interessant zu hören, wer von euch hat vielleicht einiges an Freilandhaltung für Reptilien. Hier auf YouTube kann man es leider keine Fotos posten. Ihr könnt es mal drunter schreiben. Ihr könnt aber auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite MS Reptilien bzw. Reptil TV, könnt ihr vielleicht mal Fotos reinposten. Bin ich wirklich drauf gespannt und freue mich richtig auf euer Feedback. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.